Hallo alle zusammen. Ich stehe gerade vor dem Problem, dass es den Luftfilter für meinen MB100 Baujahr 84 nicht mehr gibt. Dies ist ein Mann-Filter, der Typ C23259, der leider nicht mehr hergestellt wird. In Spanien scheint man zwar noch den ein oder anderen alten Lagerbestand zu bekommen, aber den hier nach Deutschland zu importieren, rechnet sich meistens nicht. Darum probiere ich jetzt, einen anderen Filter passend zu machen. Dieser Filter hat die Eigenart, dass der untere Teil des Luftfiltergehäuses fest mit dem Filter verbunden ist. Ich möchte aber diese Platte hier weiterverwenden und einen neuen Filter einsetzen. Dazu habe ich mich im Internet mal umgeschaut und bin auf dieses Filtermodell hier gekommen. Hier, den es auch von Mann gibt. Das hier ist jetzt ein billiger Nachbau, den ich jetzt erstmal zum Probieren verwende. Optisch sind die beiden Filter sehr, sehr ähnlich. Auch von der ganzen Größe her und von der Höhe her. Und eigentlich sollte, wenn ich diesen Filter vom Blechgehäuse löse, sich dieser Filter hier einbauen lassen, und zwar so, dass ich ihn später auch wieder leicht tauschen kann. Das probieren wir jetzt mal. Der Originalfilter sitzt so im Gehäuse. Man sieht gut, dass die untere Platte den Filter abdichtet. So. Und nun der neue. Müsste dann später so sitzen. Man sieht, ich muss hier ein Loch reinmachen. Und dann sollte das eigentlich klappen. Der alte Filter scheint mit der Platte verklebt zu sein. Sieht man es hier etwas schlecht, aber hier, die Kamera, ist ein elastischer Kleber. Leider bekommt man den alten Filter wohl nicht verlustfrei gelöst. Jetzt mal schauen, wie wir das machen. Ich habe hier mal zwei alte Sprechbeitel und irgendwo auch einen Hammer. Da. So, dann probieren wir das doch einfach mal. Das überhaupt hin? Sieht man jetzt leider schlecht. Ich mache das jetzt einfach einmal rumdrum. Und bevor ich es vergesse, ein ganz wichtiger Punkt, den man eigentlich nicht vergessen sollte, die Höhe des alten Filters erst noch zu bestimmen. Weil wenn ich den neuen einbaue, er muss ja ungefähr auf derselben Höhe liegen wie der Dichtungsgummi. Das machen wir jetzt einfach mal ganz einfach, ganz billig. Das heißt, wir sollten später auf ca. 18 vom Tisch bis hier auf ca. 18 cm sein. So, dann mal schauen, ob meine Stechbeitel was gebracht hat. Sieht nicht so aus. Man kommt auch sehr schlecht ran. Eigentlich wollte ich den alten Filter so gut wie möglich erhalten. Aber es lässt sich wohl leider nicht vermeiden, etwas brachialer hier vorzugehen. Ich muss nur noch kurz den großen Hammer finden. Wir wollen natürlich aufpassen, dass wir das Gehäuse nicht zerstören. Denn die Platte ist das Wichtigste.
Ah. Tut schon weh, aber es geht wohl nicht anders. Aber nein, der ist da unten sehr gut fest. Also selbst hier mit Gewalt bekomme ich nichts hin, außer dass der Filter krummer und krummer wird. Also werden wir am besten erstmal den oberen Teil runterflexen. Okay, jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit der Flex. Erstmal den oberen Teil lösen, dass wir besser unten rankommen. So, jetzt drehe ich mal den äußeren Kasten, komme ich bis innen rein. Sieht nicht so aus. Nein, bis durch komme ich nicht. So müsste ich jetzt bis reinkommen. Komme ich da überhaupt durch? Hey, der schöne Filter. Das hier weg. Ach je, geh raus. Ah, geht auch. So, wir kommen der Sache schon näher. Aber der Scheiß hängt da immer noch. Ziehen wir hier mal lieber so einen Handschuh an. Das sind doch sehr scharfe Kanten. Nur rechte. So ein Scheiß. Na, jetzt aber. Na komm, das Stück jetzt auch noch. Ach. Ah. So. Sieht doch schon mal gut aus. Es sind aber noch fast 2 cm zu hoch. Da müssen wir wohl noch weiter graben. Jetzt habe ich hier erstmal eine gute Arbeitsvorrichtung gebaut. Und jetzt probieren wir das doch noch einmal.
Jetzt machen wir zumindest mal hier einen Test. Messen das jetzt mal. Und wir kommen auf genau 18 cm. Also der Filter passt von der Größe her. Ich muss jetzt nur noch irgendwie das Loch da unten rein bekommen. Idealerweise so, dass es nicht einreißt, weil dann dichtet es hier gleichzeitig ab. Und ich kann jederzeit ohne Probleme einen neuen Filter einbauen. Normalerweise kann man hier diese extra Stanzwerkzeuge verwenden. Ich habe auch irgendwo solche, leider habe ich das noch nicht gefunden. Darum verwende ich jetzt so ein Röhrchen, das ich hier habe. Die Mitte habe ich mir angezeichnet. Jetzt tun wir das hier einfach mal. Oh, das ging gut. Und schon haben wir unser Loch. Ich habe es bewusst etwas kleiner gemacht, damit es gut abdichtet. Und jetzt probieren wir das Ganze einfach mal aus. Jetzt stecken wir mal den Filter zuerst hier auf. Das sieht eigentlich recht gut aus. Und jetzt das. Und jetzt die Schraube. So, jetzt ziehen wir das Ganze hier mal an. So, macht eigentlich einen guten Eindruck. Ich kann jetzt leider nicht richtig reinschauen, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es dicht und funktioniert. Jetzt kann ich den Filter innen drin nochmal schön sauber machen, denn unten hat sich jetzt im Inneren durch den Gummi abmachen auch der Lack gelöst. Und dass mir das nicht irgendwann diese Platte von innen nach außen rostet, durch Kondensfronte feuchte, will ich die lieber von innen nochmal lackieren. Außerdem kann ich jetzt auch einen vernünftigen Filter besorgen und dann dort einsetzen. Und vor allem so ein Stanzwerkzeug. So. Ich hoffe, euch hat mein kurzes Video, das noch etwas länger geworden ist, als ich dachte, zumindest hat die Aktion hier länger gedauert, gefallen. Wenn ihr etwas anders gemacht hättet oder wenn ihr nochmal Fragen habt, schreibt es doch bitte in den Comments unten. Und sonst hoffe ich, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank. This is the journey ahead. If you want to see more of my videos about Africa and all cars, please subscribe to my channel.